Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute zu einem ganz, ganz tollen Thema im Format Naturmedizin, nämlich die Kraft des Unterbewusstseins. Und da habe ich einen ganz tollen Neurowissenschaftler da, einen Experte auf diesem Gebiet, der auch wunderbare Systemlösungen dafür schon anbietet, seit Jahrzehnten mittlerweile. Joshua Coburg ist heute hier und wir sprechen über die ganzen Themen, die das Unterbewusstsein doch schon auch prägen. Ja, hallo Joshua. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ja, ich mich auch. Gerade bei dem Thema Unterbewusstsein. Ja, da fällt mir sofort dieses Bild ein von dem Eisberg, ja, wo nur die kleine Spitze rausschaut. Und drunter haben wir ja so viel an Informationen, auf die wir bewusst gar nicht zurückgreifen können. Ja. Und die prägen aber unser ganzes Verhalten. Genau. Unserem Alltag, unsere Konflikte, ja, auch Konflikte in Partnerschaften, ja, genau, alles wird dadurch geprägt. Ja. Und wie kamst du jetzt dazu, dich mit dem Unterbewusstsein zu beschäftigen? Ja. Also ich hatte eine Mentorin, ich glaube, ich habe es in einer der anderen Sendungen schon mal kurz angedeutet, die Vera F. Birkenbiel. Die hat mich eigentlich auf diesen Trichter gebracht. Ne? Ihr habe ich auch zu verdanken, dass ich dann Neurowissenschaft studiert habe. Also die hat die ganze Kette eigentlich in Gang gesetzt. Okay, ne? Super. Und das Spannende für mich war, also ich habe damals das eigentlich über Sprache lernen verstanden. Also ich bin zu ihr gekommen, weil ich mit meiner ersten Firma eigentlich ein Führungskräftetraining besucht habe, wo sie Bestandteil war. Und da hat die eigentlich in einem Nebensatz dann irgendwie erzählt, dass jeder, der in seiner Muttersprache fließend sprechen kann, auch in jeder anderen Sprache sprechen kann. Und da habe ich mir gedacht, also es ist bewiesen, dass ich zu blöd bin, um Englisch zu sprechen. Ich bin aus der Schule gekommen, ich verstehe nichts, ich kann nichts sprechen und es wird auch nichts mehr. Das war tatsächlich meine tiefe innere Überzeugung. Ja. Und tatsächlich habe ich sie dann 2 Jahre später persönlich kennenlernen können. Also wir haben uns für einen Tag getroffen. Ich hatte ein Coaching bei ihr gebucht und das war eigentlich für mich die Lebensveränderung. Ja. Das heißt, da kam für mich was in Gang, wo ich verstanden habe, dass das reine bewusste Denken, also ich habe mich vorher nie mit Coaching oder mit sowas beschäftigt, ne, dass das reine bewusste Denken tatsächlich der kleinste Bestandteil in unserem Leben ist. Ne. Wir reden bei bewusstem Denken eigentlich über 15 Millimeter Verarbeitungsgeschwindigkeit wie ein Spaziergänger und diese vorbewusste und unbewusste Ebene, das sind dann im Vergleich dazu 11 Kilometer, wo man mit doppelter Schallgeschwindigkeit Daten bewegen. Ne. Also unglaublich schnell, unglaublich tief. Und für mich dann spannend, die Erweiterung, was ich in meinem Studium dann dazu lernen konnte, ist, dass wir eigentlich auf unbewusste Programme überhaupt nicht zugreifen können analytisch. Also das heißt, wir können, also es gibt ja ganz viele Coaching-Methoden, will ich jetzt auch nicht in Frage stellen oder so. Ne? Ich möchte nur sagen, tatsächlich ist jedes Coaching auf der vorbewussten und unbewussten Ebene zwecklos, wenn ich das analytisch mache. Ja, also das heißt, ohne das Gefühl komme ich an die Ebenen nicht ran. Und das ist eben interessant. Also für mich hat sich da eine Frage in den letzten 20 Jahren herauskristallisiert, die ich mir jeden Tag mehrmals stelle. Ich frage mich eigentlich immer, wenn irgendwas komisch läuft oder auch sehr gut läuft, was ist das für ein Gefühl? Und das Interessante ist, dass an einem Gefühl eigentlich wie so Perlenketten dranhängen, die dann irgendwo so in den Anfang unseres Lebens zurückreichen. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ein schlechtes Erlebnis hatte an meinem 5. Lebenstag hier auf der Erde und ich erkenne das nicht, logischerweise als Kleinkind, weil ich ja nur fühlen kann, ich kann gar nicht analytisch denken, dann werde ich dieses Gefühl quasi immer und immer und immer wieder aufladen. Ja? Also habe ich jetzt zum Beispiel was erlebt, was mich beziehungsunfähig macht in irgendeiner Form, ja? Dann werde ich diese Beziehungsunfähigkeit immer wieder erleben. Ja? Also vielleicht zuerst mit meinen Geschwistern, vielleicht dann in der Schule, vielleicht mit nahen Verwandten, dann als Jugendlicher mit ersten Kontakten, mit Partnern, Partnerinnen. Ne? Und dann wird diese Kugel aber eigentlich immer größer. Das ist das Problem. Ja? Das heißt also, umso älter ich werde, umso krasser laden sich diese Dinge dann auf. Ein Beispiel jetzt aus dem Leben hatte ich jetzt auch eine gute Bekannte. Da mussten die Eltern sie, als sie 2 war, bei der Oma lassen. Ja? Rumänien und sind hierher gekommen zum Arbeiten und da kommt auch keine Partnerschaft zustande. Nie, weil dieser Konflikt, wie kommen wir dahin, dass wir den
dann in uns heilen können, dass wir in diese 2-Jährige reingehen, diesen Schmerz nochmal durchleben oder fühlen. Was gibt's da für Methoden oder wie kannst du mit deiner Technik da arbeiten? Genau, also wir würden im ersten Schritt quasi über einen Coaching-Ansatz schauen, was ist da passiert, also welches Gefühl ist dabei entstanden. Das kann man relativ einfach machen, unspektakulär über kinesiologische Tests, also Muskeltests, ne, würden wir abfragen, was hat sie jetzt da eigentlich produziert für sich. Ne? Also ihr Erleben war ja heute, wenn man sie jetzt analytisch fragen würde, sie sagen, naja, meine Eltern mussten mich aus... Genau, also die war ja bei der Oma, das war auch okay, genau, das war okay. Aber dieser Schmerz ist nicht präsent. Ganz genau. Ne? Und jetzt ist die Frage, was ist da passiert, als sie 2 Jahre alt war? Hat sie eben einen Verlassensschmerz gefühlt? Hat sie vielleicht einen Bruch in der Beziehung gefühlt? Oder hat sie vielleicht Verantwortung für die Eltern übernommen als 2-Jährige? Da gibt es also ganz viele verschiedene Konstellationen. Dann würden wir eigentlich nur herausfinden, was ist deine Prägung? Also was hast du dir da aufgebaut an Gefühl? Und an dieses Gefühl würden wir rangehen, auch mit einer Coaching-Technik und würden diese energetische Ladung rausnehmen. Ja. Jetzt könnte ich auch noch über die Gesundheit rangehen, wenn ich jetzt bei der Person auch noch feststelle, die hat, keine Ahnung, Schlaganfall oder sowas. Kann es dann auch noch mit diesem Konflikt aus diesem 2-Jährigen und wie kann... Genau, da müsste man dann einen Abgleich machen über die Organlehre. Also das heißt, wir müssten gucken, wo hat sie jetzt eine konkrete Erkrankung, also welches Organ ist betroffen, wie ist es betroffen, und daraus kann ich auch wieder einen Rückschluss ziehen auf das Trauma, das hinter diesem Schlaganfall zum Beispiel steht. Ne? Also das ist dann schon ein bisschen komplexeres System. Ne? Da gibt es aber Profis dafür, die machen sowas. Haben wir auch bei uns im Unternehmen. So dekodieren. Genau, ganz super, genau. Ne? Ja. Also das ist alles relativ einfach machbar. Dieses Thema, Da könnte ich ja stundenlang drüber reden. Weil es ist so genial, wie unser Körper uns alles zeigt. Ja. Und auch wieder auf der anderen Seite, wie doch die Kindheit so wichtig ist. Und auf der anderen Seite denke ich dann wieder als Mutter, um Gottes Willen, was aber ich meine, das ist ja ein Stück des Lebensthema. Genau. Also wenn man es so in der Eigenverantwortung betrachtet, dann haben wir Kindern, also wenn wir welche haben, haben wir ihnen eigentlich alles mitgegeben, damit sie sich optimal entwickeln können. Ausleben können, ihre Lebensthemen. Genau, richtig so. Genau so ist es. Wahrnehmen. Unter diesem Hintergrund, sage ich, okay, gut, dann kommt man auch nicht in dieses Schuldkonfliktthema. Ganz genau. Das ist ja auch sowas, wir haben ja ganz viele oft Standardprogrammierungen. Thema Schuld ist definitiv in Deutschland sowieso im Kollektiv ein Thema. Sonst wären wir hier gar nicht wahrscheinlich reinkarniert. Aber wir hatten es auch von einem großen Thema Finanzen, Geld, wie wir zum Geld stehen. Und da sehe ich ja auch in USA, how do you make your money? Oder da ist cool, geil oder Hammer. Da ist immer, also dieses Geld, was Tolles, darüber spricht man. Das gibt's bei uns nicht so auf der Art. Also es ist immer was Negatives oder das macht man nicht oder was hast du da für Erfahrungen beim Thema Geld? Habe ich ähnliche Erfahrungen. Also auch da hatte ich auch massive Muster da drauf. Ne? Also auch sehr spannend. Ich bin sehr religiös erzogen worden. Meine Eltern sind Zeugen Jehovas. Ne? Und ich bin dort dann als junger Mann weggegangen, habe mich von dieser Religion getrennt, weil es für mich einfach auch nicht stimmig war. Ne? Aber ich habe natürlich, und das muss ich jetzt auch natürlich sofort dazu sagen, also ich habe sehr spannende Programmierungen in der negativen Seite. Ich habe aber mindestens genauso viel, wenn nicht viel mehr positive Programmierungen. Ne? Weil tatsächlich ist ja eigentlich diese Idee Christus, also quasi Neues Testament, ist ja hervorragend. Ne? Also hohe Werte, die vermittelt werden. Ne? Auf der anderen Seite haben wir aber ganz viel Angst, Schuldprogramme. Ne? Und bei mir war natürlich Geld auch ein Thema. Ne? Ein Reicher hat es ja schwerer, ins Himmelreich zu kommen, als ein Kamel durch ein Nadelöhr. Und so diese Sprüche. Ne? Die sind schon hardcore. Aber das Interessante ist, wenn man jetzt mal einfach die ganzen Programmierungen kollektiv nimmt. Ne? Also der eine hat eine Familienpleite erlebt, der zweite, wie ich vielleicht, mit irgendwelchen religiösen Hintergründen, der dritte hat vielleicht eine Kündigung mit jungen Jahren erlebt und ist in eine Schieflage gekommen. Woher das kommt, ist eigentlich völlig egal. Das Interessante ist, dass wir eine unbewusste Programmierung eigentlich ganz einfach beschreiben können. Ich mache es mal am Geld. Ne? Das heißt, wenn ich heute jetzt einen Raum, also wir sind jetzt hier in einem Studio, da gibt es eine Klimaanlage, die ist eingestellt, sage ich jetzt mal
auf 20 Grad. Ja. So, jetzt würde ich dieses Studio, also die Anlage läuft, ich würde öffnen, würde hier frische Luft reinlassen, draußen hätte es 30 Grad. Dann würde sich der Raum langsam, sagen wir mal, auf 25 Grad erhöhen. Dann mache ich wieder alles zu, dann sorgt das Thermostat wieder dafür, dass ich auf 20 Grad komme. Und es geht in alle Richtungen, also ob gekühlt oder aufgeheizt. Das heißt, wenn ein Mensch eine Programmierung hat auf 2.500 Euro im Monat und ich sage jetzt mal das Extrembeispiel, der gewinnt im Lotto, dann hat er plötzlich 1 Million oder 40 Millionen, völlig egal wie viel. Sein Thermostat ist aber auf 2.500 Euro eingestellt. Das heißt, das Erste, was der mit dem Geld machen müsste, sich ein Coaching holen, damit er mit 40 Millionen umgehen kann. Tut aber natürlich keiner, weil es weiß ja auch keiner. Ne? Das ist so ein plötzlicher Aspekt. Jetzt ist viel Geld da, aber das Thermostat tut alles dafür, dass ich wieder auf 2.500 im Monat komme. Ja. Und das ist faszinierend. Das kann ich auch an Zahlen bei den Lotto-Millionären anschauen, ne? Dass wir wissen, 99% haben nach 2 bis 3 Jahren nichts mehr von dem Geld, egal wie viel. Ja? Also das ist faszinierend. Ne? Und das zeigt eigentlich die Kraft unserer unbewussten Ebene. Das heißt, unser System, das wir unbewusst leben, ist das, was unser Überleben garantiert. Und wenn was dazukommt, was nicht reinpasst, ob das jetzt positiv oder negativ ist, wird eliminiert, weil es wohl scheinbar nicht unserem Überlebenskonzept dient. Ja, jetzt ist es natürlich bei Finanzen gerade ein Kernthema. Ich hatte auch einen Fall, da kam in einer Aufstellung raus bei einem Mann, der kam auch nie über einen gewissen Level hinaus, dass er sich seinem Vater gegenüber solidarisch gezeigt hat. Genau. Ja? Der hat es nur eben bis zu dem Punkt geschafft und drüber hinaus war keine Chance. Genau. Häufiges Thema, nicht besser werden als der Vater. Gell? Ja. Ganz häufig. Und wie löst man das jetzt als? Also eigentlich müsste es ja jeden Mann, den du als Frau kennenlernst, erstmal dieses Thema in Angriff nehmen. Genau. Muss ich jetzt nochmal umdrehen. Ja. Als Mann müsste man dann erstmal die Frau nennen. Das ist Schön ist, wenn man es gemeinsam macht. Genau. Ich meine, wir haben ja beide auch darüber, wir haben ja beide unsere Erfahrungen mit Beziehungen und wir beide sind natürlich sehr an dem Thema interessiert. Genau. Und wenn man dann einen Partner hat, der das jetzt nicht so überzeugt, dann klar, ist natürlich schwierig. Dann wird sich das auch trennen. Ja. Also das wäre ein spannendes Thema für eine ganz eigene Sendung, wie Paare funktionieren, also wie C-Persönlichkeiten funktionieren. Da gibt es ganz, ganz spannende Impulse dazu. Bin ich gleich dabei, gleich als nächstes. Also wenn man jetzt, sagen wir mal, das Thema Geld anschaut und sagt, okay, ich darf nicht besser werden wie mein Vater, dann müsste ich tatsächlich mit dem Klienten, also jetzt zum Beispiel, wenn du sagst, eine Aufstellung oder also irgendeine Form von Coaching-Prozess, wo ich das bewusst kriege. So, und dann kann ich eigentlich die Verantwortung an meinen Vater zurückgeben. Also ich muss eigentlich nur erkennen, der hat ja sein Leben. Es ist für ihn gut, genauso wie es ist. Er ist der Große, ich bin der Kleine. So, und jetzt bin ich, sagen wir mal, 18 oder 20 geworden. Jetzt mache ich mein eigenes Leben. Jetzt entscheide ich, wie mein Leben funktioniert. Ja, und dann kann ich so einen Konflikt lösen. Okay, wenn das jetzt schon in die zweite Generation dann überschwappen sollte, oder in die dritte, besser gesagt, und der Sohn, sage ich mal, ist jetzt 19, er kennt, sein Vater hat das Thema mit seinem Vater nicht gelöst, dann muss er sich wahrscheinlich dem Thema einfach, aber er hat sich ja auch die Ahnenreihe ausgesucht, um eben diesen Konflikt zu durchleben. Ganz genau. Ja. Ich habe mich auch lange gefragt, warum bin ich bei so einer, ich sag mal, extrem religiös orientierten Familie gelandet. Ne? Also heute weiß ich das. Man muss natürlich dazu sagen, ich bin 47, ne? Also das heißt, mit 19 hätte ich das nicht erkennen können, auch nicht mit 25, wahrscheinlich noch nicht mal mit 30. Ne? Ich habe das zwar immer bearbeitet, ab Mitte 20, aber ich bin heute natürlich rückblickend sehr, sehr viel weiter. Weil es gibt ja diesen schönen Spruch von Oscar Wilde, wir leben vorwärts, damit wir es rückwärts verstehen. Ne? Also alles, was ich erlebe, tue ich ja rückwärts reflektieren. Ja? Also, oder Steve Jobs hat so schön gesagt, connecting the points. Ne? Also tu deine Punkte, eigentlich deine Perlenkette immer wieder anschauen. Das ist was viele Menschen nur ungern machen. Die reflektieren sich halt nur ungern. Weil man spürt ja den Schmerz. Genau. Und das ist ja, viele haben ja wirklich Angst davor reinzufühlen, weil, sag ich mal, wenn du deinem Papa begegnest, vielleicht ist er auch schon gestorben, dann durchlebt man ja in der Sitzung schon noch mal wirklich diese Traurigkeit oder diesen Verlust. Aber danach ist man ja natürlich in einer Freiheit, die kann man ja gar nicht in Worte fassen. Es ist ja wirklich
kein Ballast mehr da. Also dieser So ist Klotz es. ist einfach weg. Ja. Und vor allem auch keine Verantwortung. Ne? Also für das, was meine Eltern tun, und auch meine Eltern haben für mich keine Verantwortung, ne? Sondern wir sind erwachsene Menschen und jeder löst quasi seine Themen, muss auch mit seinen Entscheidungen klarkommen. Das ist ja auch logisch. Ne? Also das heißt, wenn ich Entscheidungen treffe, ich bezahle immer. Also für alles, was ich im Leben tue, bezahle ich. Ne? Positiv oder negativ. Ne? Es gibt so ein schönes Konzept mit diesen 7 Jahresrhythmen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass das Leben so in 7 Jahresrhythmen abläuft. Ne? Und so ab dem 49. Lebensjahr kommst du dann quasi in die Kehrtwende und dann kriegst du entweder zahlst du Kredite zurück oder du kriegst Auszahlungen. Ne? Also das lässt sich für keinen vermeiden. Ne? Aber ich kann nicht für meinen Vater oder für meine Mutter oder für meine Kinder oder für meine Frau was zurückbezahlen oder in Empfang nehmen. Das ist nur tatsächlich ausschließlich mein eigenes Spiel. Ja. Ne? Und das ist auch der Punkt, wenn wir über so unbewusste Prozesse dann sprechen, einfach zu erkennen, es gibt tatsächlich nur einen einzigen Ansatz, den ich verändern kann, und das bin ich. Ja? Und wenn ich mich verändere, wenn ich mich zu dem bestmöglichen Menschen mache, dann werde ich plötzlich wertvoller für meine Frau, für meinen Vater, für meine Mutter, für meine Kinder, für meinen Bruder, für meine Mitarbeiter, egal wen. Weil ich für mich das beste Leben designe, das ich designen kann. Ja? Und so würde ich das mal als Effekt beschreiben, warum es Sinn macht, sich immer wieder selbst in die Resonanz zu bringen. Ja, gerade bei Frauen gibt es da auch so klassische unterbewusste Programme, die wir jetzt hier in unserer Gesellschaft die dir immer wieder begegnen? Ganz häufig. Also natürlich viele Beziehungsthemen, ne, die aber auch genauso gespiegelt Männer haben. Ne, das muss man auch dazu sagen. Die leben es nur anders aus. Also das ist sehr, sehr spannend. Ne. Also ich sage mal, eine intime Beziehung ist ja eigentlich die größte Nähe, die wir zulassen können. Ja, und wenn dort, ich sage mal, irgendwelche Traumata dahinter liegen, ne, dann ich sag mal, im schlimmsten Fall prägen die sich dann durch total krasse Verhaltensweisen aus, also extreme sexuelle Neigungen oder auch Verhalten, Menschen steuern zu wollen und so weiter. Also da gibt's ja wirklich, wirklich ganz krasse Geschichten. Gell? Also ich bin jetzt zwar nicht, also ich bin kein Psychologe, ne, aber habe das natürlich ich streife dieses Thema immer wieder. Ne? Und man kann sagen, dass von 10 Menschen, denen wir begegnen, sind 2 wirklich psychisch gestört. Ja? Und das ist ein Thema. Ne? Also das heißt, wenn ich das auf dem Schirm habe, dann muss ich mir einfach im Klaren sein, wie möchte ich damit umgehen. Ne? Und ich möchte diese Menschen nicht verurteilen oder beurteilen, aber ich muss für mich entscheiden, ist es etwas, was ich in meinem Umfeld haben möchte. Ja? Und wenn ich so jemanden als Partner vielleicht gewählt habe, einfach aus einer sexuellen Anziehung heraus, und dann merke ich nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, ich bin eigentlich mit einer psychisch kranken Person liiert, dann müsste ich mir tatsächlich überlegen, wie soll es weitergehen. Ja, also möchte ich das, dann kann ich ja auch natürlich den Heiler hier machen und sagen, ich helfe mit, dass da eine Erlösung stattfindet, bis ich dann halt merke, dass ich das gar nicht kann. Ja? Aber wenn dann schon 20 Jahre rum sind, ist es halt wirklich bitter. Ja. Wobei man jetzt auch, wenn man im Thema Selbstverantwortung ist, auch dahingehend mal reingucken kann in dieses Prinzip, was löst denn das in mir aus? Genau. Also ich habe jetzt einen psychisch kranken Partner, aber der löst ja in mir irgendwas aus. Wut oder Aggression oder Traurigkeit. Und das kann ich nur über die Frage reflektieren, was ist es für ein Gefühl? Ja. Also was macht es mit mir? Ja. Und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Ja. Und bei Frauen und Finanzen, weil wir es vorhin auch so hatten zum Finanzthema, ich könnte mir vorstellen, dass da auch Programme laufen. Ich kenne das ja auch von mir. Ja, wenn du so verheiratet bist, hast du natürlich dieses, oh Gott, allein wirst du es nie schaffen, Programm oder ohne Mann kann man nicht überleben. Was gibt's da noch so für? Also ich denke, wir haben ein kollektives Thema, Frauen und Finanzen. Also das ist für mich auch immer sehr spannend. Also wenn man sich nur Gehaltsgefüge anschaut, ne, dann haben wir faktisch ja immer noch einen Unterschied bei gleicher Leistung zwischen Mann und Frau. Ne? Das ist natürlich ein kulturelles Thema. Also ich meine, wenn man sich mal überlegt, ja, dass ich weiß gar nicht, jetzt 40 oder 45 Jahre ist es her, dass der Mann unterschreiben musste, dass die Frau arbeiten gehen darf. 69 ne? War, glaube ich. Genau. Ne? Also das ist ja völlig schräg. Ne? Also, und wenn man überlegt, in welchem Zeitraum sich das abgespielt hat. Ne? Und das sind einfach kollektive Muster dahinter. Ne? Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist es jetzt auch wieder egal, ob Mann oder Frau, ist eigentlich die Frage, die im Raum steht, bin ich das wert? Ja?
ja, dass ich das haben kann. Oder habe ich zum Beispiel eine Verknüpfung, lieber gebe ich mein Geld als mein Leben. Ja, also das ist eine ganz häufige Verknüpfung. Oh, okay. Ja, also eine Todesahnung, wenn ich zu viel besitze. Ne, das sind dann auch so Ahnenstrukturen. Ne? Das heißt, irgendwann ist einer meiner Ahnen mal gekillt worden für viel Geld und dann sitzt es in der Familie fest. Ne? Das sind also, muss man wirklich sagen, sehr individuelle Muster. Aber ich hatte das jetzt, wo du es gerade sagst, von früher, da hatte ich auch so wenn ich viel Geld verdient hatte, hatte ich Panik, dass ich es verliere. Ja, genau. Und ich hatte in den Ahnen eine Enteignung. Genau. Und das ist genau, und dann kommt in dir diese Angst hoch, so um Gottes Willen, jetzt ist zu viel. Ja, genau. Da kommt irgendeiner und nimmt mir das dann weg und dann bin ich arm auf einmal. Und das ist spannend, ne? Das sind Gefühle, die eigentlich total realitätsfern sind und es sind die Gefühle in der Ahnenreihe. Ne? Also das sind nicht unsere, sondern wir haben von irgendwem was übernommen und leben das weiter. Ja. Und das ist faszinierend. Ja. Ich finde das auch. So ist echt mein Lieblingsthema. Ja, und beim Thema Unterbewusstsein, wenn man jetzt sagt, man möchte, ja gut, wie gesagt, die Kinder haben ja ihre Themen, aber ab wann würdest du sagen, macht es Sinn, mal mit dem Thema Unterbewusstsein sich auch mit den Kindern auszutauschen? Gibt es da Erfahrungen? Benutzen die den Neos? Du hast ja da eben so ein System entwickelt, wo man auf der Haut tragen kann und eben solche Konflikte oder unbewussten Programmierungen. Jetzt habe ich zum Beispiel einen klassischen Fall. Ich weiß 100%, mein Sohn, der hat mit mir mein Abi geschrieben. Also da war ich habe 4 Wochen nach dem Abi entbunden. Also das bedeutet, Prüfungsangst hat der schon mal direkt zu 180% reinbekommen. Kann ich jetzt proaktiv sagen, naja, ich weiß definitiv, da gab es es gibt zum Beispiel Unfälle bei Familien oder einen Todesfall, wo man sich definitiv sicher ist, das hat das Kind damals belastet. Scheidung, auch so ein Klassiker. Absolut, genau. Wie könnte man da mit dem Unterbewusstsein schon mal... Genau, also eigentlich könntest du als Elternteil sogar, oder Mutter ist natürlich viel stärker wie Vater, ne? Also du könntest eigentlich sofort damit starten, wenn das Kind noch klein genug ist, weil dann kannst du quasi, weil du bist energetisch mit dem Kind so verbunden, wenn du so ein Thema löst sich das für das Kind. Ne? Ab der Pubertät wird es dann schwieriger, weil dann entwickeln wir eigene Persönlichkeiten. Wir leben dann immer noch die Muster von der Mutter oder vom Vater oder von den Großeltern oder von der Enteignung, ne, vor 300 Jahren. Aber letzten Endes haben wir dann sozusagen schon unsere eigene Verknüpfung zum Thema. Da dürfen wir uns selber den Themen stellen, sozusagen. Ganz genau. Ne? Und da müsste dann tatsächlich das Kind diese Bewusstheit auch haben. Also zu sagen, okay, ich habe eine Prüfungsangst, wenn der das als 15-Jähriger sagt, dann würde man das bearbeiten können. Ne? Für kleinere Kinder habe ich ein Mentaltraining entwickelt, das bügelt quasi einfach mal so über das Thema Schule drüber. Oh, cool. Das Mentaltraining heißt Schule ist doof, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass Schule doof ist. Ja, ich glaube, da haben wir die gleichen Festplattenüberschreibungen. Genau, ich habe dann danach steht dann oder Fragezeichen. Ne? Und was wir mit dem Mentaltraining zum Beispiel machen, das geht auch wirklich schon für Dritt-, Viert-, Fünftklässler, ein mentales Setting, das ganz klar zeigt, ich lerne nicht für den Lehrer, ich lerne nicht für die Mutter, nicht für den Vater, ich lerne nur für mich. Und wenn ein Kind sowas versteht, das ist sehr spielerisch, das ist auch von Kindern gesprochen, für Kinder, ne, dann passiert da was ganz Interessantes. Ja. Okay, also ich kann das jetzt meinem Kind dann als Kopfhörer oder wie? Das läuft auch über den Neos dann. Das läuft auch unbewusst über die Haut? Komplett unbewusst über die Haut. Und muss das Kind sich dann aber trotzdem aktiv was anhören? Genau, abends zum Einschlafen gibt es dann so eine geführte Meditation, ne, wo das, was über die Haut an unbewusster Neuausrichtung passiert, mit dem Bewusstsein verbunden wird. Also kann ich dann auch solche Muster, ich meine, die haben wir alle mitbekommen, ich habe ja auch schon Vorträge von dir gehört, dass du wirklich, nicht alle Lehrer, aber der Großteil gibt einem das Gefühl, dass man bescheuert oder verblödet aus diesem Schulsystem rauskommt und man eigentlich für nichts zu gebrauchen ist. Ja? Also so habe ich die Erfahrung gemacht und wie ich von dir schon gehört habe auch. Ist da auch so eine Geschichte drin, dass wenn man eben von Lehrern eben klein gemacht worden ist, dass man das auch schon behandeln kann? Genau, weil du kriegst ja also eben, wir reden ja bei den meisten Lehrern, also und das auch wieder ganz wertfrei, ja, wir reden über höchst frustrierte Menschen, ja, also ich habe 3 Jahre ehrenamtlich Vorträge an Schulen gehalten, ja, und wenn ich mitkriege, was Direktorinnen oder Direktoren machen müssen, ja, also die sind eigentlich Hausmeister, die müssen sich um alles kümmern und nebenbei sollen die noch Kinder
unterrichten. Die werden nur unter Druck gesetzt. Also ich sage mal, die werden mit Eltern konfrontiert, die glauben, sie sind schlauer als der Lehrer. Dass so ein Mensch irgendwann... Alle Kinder sind hochbegabt. Ja, genau, alle sind werden Manager. Ja, genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich möchte niemals Lehrer sein. Ja? Deswegen, ich habe ein hohes Verständnis für diesen Beruf. Ne? Und wir müssten eigentlich, wenn man es jetzt mal gesellschaftlich anschaut, müssten wir 3 Dinge machen, wie es vor 100 Jahren war. Ein Lehrer, Pfarrer und ein Arzt im Ort, die müssten die höchste Autorität haben. So, und dann wäre das Thema geregelt. Da würde weder ein Elternteil blöd rumquatschen bei den Lehrern, noch würde ein Kind sich getrauen, sich so aufzuführen, wie es sich aufführt. Deswegen, die stehen in so einem Spannungsfeld. Ne? Aber wir haben natürlich aus dem Spannungsfeld heraus jetzt Programmierungen bei Kindern, die es so früher nicht gab. Ne? Weil wenn ich einen völlig desillusionierten Menschen als Lehrer habe, was vermittelt der? Ne? Ist logisch. Dann habe ich ein Kind mit einer Programmierung. Und das wiederum kann ich natürlich lösen. Sollte ich auch lösen, wenn das dem Kind bewusst wird. Ja. Ach ja, schon wieder ist unsere Zeit abgelaufen. Wir könnten ja noch stundenlang. Also wir haben auf jeden Fall mal Thema Kinder und Schule machen wir noch. Partnerschaften ist auch noch ein Thema, aber Unterbewusstsein ist jetzt schon mal ein guter Einblick gewesen. Da können wir weiter anknüpfen. Vielen Dank, lieber Joshua, dass du da warst und ja, bis bald. Bis bald. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, man sieht hier, wie das Unterbewusstsein sich wirklich durch alle Lebenslagen wieder und wieder spiegelt. Und das Wertvolle ist einfach, dass wir selber die Möglichkeit haben, in der Eigenverantwortung da wirklich eine Lösung für uns zu finden. Und ich hoffe, Sie konnten was mit rausnehmen aus unserem Gespräch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.